vielen Dank nochmal für die einleitenden Worte. Ich hoffe, ich werde den Anforderungen an dieses Meeting auch nur im Ansatz gerecht. Das ist natürlich ein Riesenthema und gerade Workflows ist natürlich immer ein Streitthema in Unternehmen und ich versuche heute so ein bisschen Anregung zu geben, vielleicht auch das ein oder andere den einen oder anderen provokativen Akzent zu setzen, um auch wirklich mal so eine Diskussion anzuregen über gewisse Themen. Worüber reden wir heute? Erstmal das Warum. Wie bin ich zu diesem Talk gekommen? Dann für mich einmal die Rolle des Jira-Administrators, weil da für mich ganz viel mit zusammenhängt. Dann, was ist Workflow-Design für mich? Und dann gehen wir tatsächlich in eine Demo, wo wir gerne miteinander reden können, diskutieren können. Ich habe einfach hier so eine Jira-Instanz, so einen Workflow-Editor mal aufgemacht und da können wir uns mal ein bisschen angucken, was die einzelnen Punkte, die ich in dem Punkt Workflow-Design anspreche, wie man das so baut, was man da machen kann, wo man drauf achten sollte. Und wir können so mehr oder weniger da die Q&A-Session mit einfließen lassen. Nutzt dafür am besten einfach die Handheben-Funktion in Zoom. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr eine Frage habt. Beziehungsweise Krimo, schrei einfach rein, falls da irgendwelche Fragen noch im Chat auftauchen. Genau. Ganz kurz über mich. Mein Name ist Jan Schepanski. Ich bin einer der Mitgründer der Firma Jodocus, Platinum Solution Partner hier in Deutschland und der Firma Polymetis Apps, eine ganz neue Firma, die wir ausgegründet haben. Dort machen wir Softwareentwicklung für die Atlassian Cloud, ausschließlich für die Cloud. Ich habe insgesamt 12 Jahre Berufserfahrung und auch Atlassian-Erfahrung. Tatsächlich mein allererstes Projekt als damaliger Projekt- und Prozessmanager war die Einführung von Jira und das Ablösen von Track. War die ersten 6 Jahre meines Lebens klassischer Projekt- und Prozessmanager. Das hängt immer noch so ein bisschen dran, deswegen auch das Thema Workflow. Und war immer mehr oder weniger in den Unternehmen vorher irgendwie sowas wie ein Inhouse-Consultant. Unterschiedlichste Rollenbezeichnungen natürlich gehabt. Genau, das kurz zu mir. Warum dieser Talk, warum dieser Blogpost? Ich habe über die letzten 12 Jahre, ich bin jetzt seit 4 Jahren Berater, viel gesehen, viel sehen dürfen, viel erleben dürfen. Und ich habe festgestellt, und jetzt beginnt vielleicht so ein kleiner Rant, das soll bitte nicht böse gemeint sein, ist, dass viele Unternehmen und auch Atlassian selber keine wirkliche Best Practice mitbringt. Wenn wir uns mal so andere Systeme anschauen auf dem Markt, dann haben wir doch sehr stark Best Practice Libraries und idealerweise so Ansätze, die man verfolgen kann für wie baue ich etwas in einem System. In Jira habe ich die ultimative Freiheit, was super ist, aber was insbesondere bei großen Unternehmen oder Unternehmen, die eine Software schon lange einsetzen, naja, doch dazu führt, dass da ein bisschen mehr Kraut und Rüben herrscht. Wir haben sehr wenig Kommunikation. Auch wenn wir uns das immer vornehmen und schauen, wie könnte man gewisse Dinge angleichen, so habe ich festgestellt und stelle das auch häufig fest, dass in Unternehmen gar nicht so viel Kommunikation stattfindet über, wie arbeitet ihr eigentlich? Und das insbesondere, und das jetzt bitte überhaupt nicht abwertend sehen, ich bin ein leidenschaftlicher agiler Verfechter, aber das agile Verständnis in vielen Firmen doch durchaus dazu führt, dass man der Überzeugung ist, naja, das Team soll selber bestimmen, was es macht, was gerade bei Unternehmen, wenn wir jetzt mal uns so meine ehemaligen Arbeitgeber anschauen, Krimo sagte gerade Xing mit 65 agilen Teams, die, böse gesagt, alle das Gleiche machen, schon schwierig ist, wenn man dann 90 verschiedene Arbeitsvarianten hat. Ein weiterer Punkt, den ich gesehen habe oder sehr, sehr, sehr häufig erlebt habe, da kann ich auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei einem damals noch das größte Spielefirma in Deutschland. Da gab es eine Rotation von Produktmanagern. Warum man das macht, man weiß es nicht. Und immer dann, wenn der Produktmanager gewechselt ist, gab es auch Änderungen in Jira-Projekten. Das war also, könnte man auf den Tag genau timen, dass dann Änderungen in dem jeweiligen Jira-Projekt kamen für die Anpassung der Arbeitsweisen. Besonders spannend wurde es dann, wenn der Produktmanager begleitet wurde von einem Wolf im Schafpelz, also ein klassischer Projektmanager im Gewand eines Scrum Masters, und die beiden sich dann versucht haben, einen Prozess auszudenken, wie man dann jetzt besser arbeiten könnte. Und zu guter Letzt ist es die Wahrnehmung der Administratoren. Auch hier wieder
persönliche Erfahrung, habe ich immer wieder feststellen müssen, dass die Jira-Administratoren, naja, Teil einer IT-Abteilung sind, die dann so ein wenig getrennt in der Ecke, in der anderen Ecke sitzen und da ihr Dasein schlummern und mehr oder weniger die Aufgaben über den Tisch geworfen bekommen. Und da habe ich mir mal irgendwann gefragt, mich persönlich gefragt, und das auch bei meinen ehemaligen Arbeitgebern so eingeführt: Was ist eigentlich der Jira-Administrator? Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Ist das überhaupt die richtige Rolle, die er da hat? Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir uns jetzt mal zusammensetzen würden und ein bisschen hirnen würden über eine Stellenausschreibung, dann würden wir sagen, naja, also der nimmt auf jeden Fall irgendwie Business-Anforderungen auf. Ne? Der redet mit nicht nur Softwareentwicklungs- und IT-Abteilungen, sondern vielleicht auch mit Marketing, Sales, sonstigen Abteilungen. Er setzt diese Anforderungen um, er evaluiert möglicherweise Apps, um diese Anforderungen umzusetzen. Er berät möglicherweise Best Practices, also das, was man sich im Unternehmen dann so an Best Practices zusammengebaut hat, um zu schauen, dass halt eben nicht ein wahnsinniger Wildwuchs entsteht. Kann man ja durchaus auch schon als Best Practices ansehen. Und er optimiert und digitalisiert Geschäftsprozesse. Ne? In dem Moment, wo ich vielleicht spielerischerweise als Jira-Administrator eine neue App evaluiere und zu meinem Chef gehe, versuche ich ja eine bestehende Ordnung anzupassen und diese zu verbessern. Ja? Ja, das ist alles, aber kein Administrator. Das ist für mich die Position eines Business-Analysten, eines Inhouse-Consultants. Ne? Danksagungen für die nächste Gehaltserhöhung und Stellenbeschreibung gerne an mich. Aber das war so ein bisschen mein Punkt in der Vergangenheit, wie ich mich mal in den Unternehmen gesehen habe. Ich war immer so die Schnittstelle zwischen dem Business und der IT. Und ich wollte nie Jira-Administrator genannt werden, weil für mich war das immer so eine gefühlte Herabstufung. Und aus diesem ganzen Thema heraus und meiner Vergangenheit als klassischer Projekt- und Prozessmanager, insbesondere Prozessmanager, habe ich mir immer die Frage gestellt, ja, was ist denn ein guter Workflow? Was macht das alles aus? Und worauf sollte man idealerweise achten? Wie kriegen wir das hin, eine gemeinsame Sprache zu sprechen? Nochmal zurück auf dieses agile Verständnis. Mir ist es auch immer ganz wichtig, jetzt auch natürlich als Berater, wenn wir in ein Unternehmen gehen, aber auch damals schon, das war nie etwas, was ich alleine gemacht habe oder mir ausgedacht habe, irgendwo in einem Elfenbeinturm oder in einem dunklen Zimmer, sondern das ist auch mehr oder weniger entstanden über mehrere Communities of Practice hinweg, wo ich mich mit Produktmanagern und Scrum Mastern zum Beispiel zusammengesetzt habe und mal so überlegt habe, wie könnte man Workflows besser bauen? Wie könnte man das besser bauen? So, und da fangen wir an mit der Art und Weise, wie die Prozessdiagramme erstellt werden. Das ist wie bei der Selbstdisziplin, morgens einfach das Bett zu machen. Das sieht niemand, das kriegt niemand mit, aber ist für mich etwas, was ganz Wesentliches ist. Ich komme aus dem Bereich vom Business Process Management und der BPMN-Notation. Ich mag es, wenn Workflow-Diagramme schön gezeichnet sind. Ich gucke mir die auch tatsächlich an, auch in der Cloud, wo sie ein bisschen versteckter sind als auf Server und Datacenter. Aber mir ist das sehr, sehr, sehr wichtig, dass ein Workflow-Diagramm lesbar ist. Mir ist das nicht nur wichtig für mich, sondern auch für den Kunden und vor allem auch für meine Arbeitskollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir ein Workflow-Diagramm haben, was gut lesbar ist und gut verständlich ist. Es sind aber auch Workflow- und unternehmensweite Regeln, wo ich glaube, dass man sich diese Regeln erschaffen kann, ohne dass es sich anfühlt, als wäre da jetzt ein Gesetzestext aufoktroyiert und wo die Jira-Administratoren aus einem Raum rauskommen, weißer Rauch kommt mit und sie halten 2 Steintafeln in der Hand. Aber es sind doch durchaus ein paar Regeln, die wir uns schon aufsetzen sollten, auferlegen sollten, weil es das Verständnis von, wie wir in einem Unternehmen arbeiten, deutlich verbessern kann. Und da fangen wir zum Beispiel mal an mit den Statusnamen. Es gibt Statusnamen, die sind sowas von unverständlich, dass sie nur die entsprechenden Abteilungen wirklich verstehen. Ich bin der Auffassung, sie sollten möglichst einfach, global und wiederverwendbar sein. Statusregeln. Wann brauche ich einen Status?
habe da eben gerade so ein bisschen drüber gesprochen, Thema Rollen und Personen in Abteilungen. Nehmen wir mal den Produktmanager, ohne ihn jetzt schlecht machen zu wollen, aber ich sehe sehr häufig, dass es gewisse Planungsstatus gibt in einer Softwareentwicklungsabteilung, die mehr oder weniger nur den Scrum Master oder Product Owner betreffen, um sich zum Beispiel seinen Backlog besser zu strukturieren. Da könnte man zum Beispiel sagen, naja, da gibt es halt Möglichkeiten, das mit Jira-Funktionalitäten zu tun. Ja, also entweder mit Apps oder mit Standardfunktionalitäten wie zusätzliche Sprints bauen, die ich nie starte. Aber was sind denn so Regeln? Wann brauche ich einen neuen Status? Für mich hat sich über die letzten Jahre so ein kleines Regelwerk etabliert, oder 5 Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Und zwar, gibt es eine Veränderung in der Verantwortlichkeit? Muss ich jemanden benachrichtigen? Darf diese Transition oder dieser Übergang von einem in den nächsten Status nur von einer bestimmten Person oder von einem Benutzerkreis ausgeführt werden? Muss ich darüber reporten? Und ist der folgende Status keine Wartehalde? Ein weiterer Punkt, der sehr häufig auffindbar ist, wo wir vor einem Status, in dem gearbeitet wird, oder danach Wartehalden finden, die einen Workflow unnötig komplex machen. Sehr häufig, auch hier wieder in der Softwareentwicklung, stellen wir uns einen Workflow vor, wir bauen ihn auch gleich mal, wo wir den Status haben in Development. In Development, der Entwickler arbeitet und ist jetzt fertig, und als nächster Arbeitsschritt käme das Review. Und sehr häufig sehen wir die Statuskombination for Review, in Review, for Testing, in Testing. Und die Argumentation dort ist, dass wir ja das Pull-Prinzip haben wollen und wir es nicht möchten, dass die Aufgabe gepusht wird in den jeweiligen Status. Das stimmt soweit. Allerdings haben wir dadurch oder haben wir Möglichkeiten, beide Varianten zu fahren, indem wir zum Beispiel den Assignee auf Unassigned setzen. Ja, der Entwickler pusht die Aufgabe in den nächsten Status, in Review. Sie liegt dort aber unassigned, also sie ist nicht zugewiesen, und der nächste Entwickler kann jetzt kommen oder auch der nächste Tester oder Reviewer und kann sich diese Aufgabe nehmen. Und somit haben wir das Pull-Prinzip wiederhergestellt. Und wir haben einen, und auf den Workflow selber betrachtet, bis zu 3, 4 Workflow-Status weniger und damit auch die Komplexität verringert. Denn in Wartehalden, sind wir ehrlich, da haben wir kein Reporting drüber, es gibt keine Veränderung in der Verantwortlichkeit, wir müssen nicht zwangsläufig die Leute darüber informieren, und es liegt da einfach nur rum. Und ja, nicht so unbedingt gut. Kleine Workflows statt Workflow-Monolithen. Ich hatte gerade das Beispiel gesagt, dass ich aus der Gaming-Industrie komme. Und mein Lieblings-Workflow war ein 32-Status-Workflow mit 128 Transitionen, weil man dort die komplette Pre-Production, Production und After-Production, also die eigentliche Deployment, abgebildet hat. Und was man versucht hat, war zu sagen, okay, naja, nehmen wir uns mal den Beispiel, wir bauen einen neuen Charakter für irgendein Computerspiel. Und der hat jetzt ein Aussehen, der hat eine Bewegung, der hat Aktionen, Geräusche, Sprache, alles das muss gebaut werden. Das ist ein Designprozess, da geht sehr viel hin und her. Da will ich eigentlich auch schon mal gar keine Workflow-Status haben, außer vielleicht einen, ja, also im Design oder sowas. Dann kommt auch das Game Balancing obendrauf, dann wird geguckt, wie viel Schaden macht er, wenn der irgendwo draufhaut und wie dreht er sich, oder, solche Geschichten. Und dann ist das irgendwann abgeschlossen. Dann haben wir einen ganz klaren Endstatus, das Design ist fertig, es kann entwickelt werden. Und da wäre zum Beispiel schon mal ein Punkt, wo man sagt, da ist Schluss. Das ist der Status, der Endstatus ist erreicht, jetzt erzeugen wir einen neuen Vorgang. Und das ist der Vorgang für die Softwareentwicklung. Die nimmt sich jetzt das, was da aus der Pre-Production gekommen ist, und baut das. Und auch die haben einen ganz klar definierten Endpunkt, nämlich dann, wenn das Feature gebaut ist. Und wenn wir dann eine Abteilung haben, die nur für das Deployment und für den Betrieb zuständig ist, also wir haben keine DevOps-Teams, dann ist das auch wieder ein neues Ticket, was wir aufmachen. Und so haben wir kleine Workflows, die überschaubar sind, die reportbar sind, und haben nicht einen riesengroßen Workflow-Monolithen, der überhaupt nicht mehr überschaubar ist. Und wir uns dann auch noch Gedanken machen müssen, wie slicen wir jetzt eigentlich die Kanban-Boards, also wo fängt jetzt was an,
Wie legen wir das jetzt oben drauf? Ganz wild. Das Thema Start- und Endestatus. Meines Erachtens nach gibt es einen Anfangsstatus und einen Endestatus. Der Startstatus ist open und das Ende ist closed. Ich habe sehr häufig Diskussionen geführt über, ja, aber der Bug ist doch neu, das Feature ist doch noch offen oder der Task und das Feature liegt im Backlog, also brauchen wir diese ganzen Anfangsstatus. Ich bin der Auffassung, dass wir die nicht brauchen und es macht insbesondere ein mögliches Reporting viel, viel, viel einfacher, wenn wir ganz klar sagen, der Start ist immer open und der Ende ist immer closed. Auch ganz wichtig, Status versus Lösungen. Für mich, wenn ein Vorgang beendet ist, ist er in dem Status closed oder geschlossen. Das ist der Zustand. Die Information, also wir haben ja auch Status in Jira standardmäßig wie done zum Beispiel oder sehr häufig haben wir Status wie deprecated, withdrawn, cancelled. Das sind für mich keine Status, sondern Informationen. Und diese Informationen stehen in dem Feld Resolution oder Lösung. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Vorgang schließen, ist der Zustand, der Aggregatzustand des Tickets, geschlossen und die Information, warum es geschlossen wurde, würde ich persönlich in das Resolution-Feld schreiben. Also müssen wir das Resolution-Feld um beliebig viele Einträge erweitern, können ja dann auch über Workflow-Transition beziehungsweise Workflow-Step-Properties in so einer Cancelled Transition dann die ganzen positiven rausschmeißen und dann zeigen wir nur die negativen Resolutions an. Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, ein Endestatus, ein Anfangsstatus, das macht es viel, viel, viel einfacher vom Verständnis her. Ende versus Reopen ist auch nochmal so ein Thema. Für mich ist die Information, das Ticket wurde geschlossen, es ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung von einem Produktmanager, dass er ein Feature nicht machen möchte. Das ist eine Entscheidung eines Mitarbeiters, der sagt, ja, das Ticket ist gelöst, das Problem existiert nicht mehr. Das ist die Entscheidung eines Projektmanagers, der sagt, wir schieben das um x Monate nach hinten raus und ich möchte meinen Backlog clean haben und ich möchte das raushaben. Ja. Reopen bedeutet immer, wir fügen der Entscheidung, wir machen es nicht oder wir machen es nicht mehr, immer noch mal etwas hinzu und verwäscht das. Ich persönlich würde eher dazu tendieren zu sagen, mach ein neues Ticket auf, in dem Moment, wo du es brauchst und arbeite daran weiter. So hat man auch noch mal so ein so eine natürliche Versionierung von ein Feature, was wir vor einem halben Jahr geplant haben. Das machen wir jetzt nicht. In einem halben Jahr fangen wir es wieder an und dann haben wir auch so die beiden Entscheidungsgrundlagen, warum wir das damals nicht gemacht haben, warum wir es heute gemacht haben. Übergänge versus Information. Ich hatte gerade angesprochen, der Workflow mit 32 Status und 128 Transitionen. Es gab tatsächlich Transitionen, die hießen Estimation. Und das Einzige, was man dort machen konnte, war das Storypoint-Feld zu füllen. Es macht den Workflow einfach unleserlich, finde ich. Und nicht gut lesbar, wenn ich ständig irgendwelche Loops irgendwo baue, nur um irgendwelche Feldwerte zu setzen. Da geht man ins Ticket und trägt einfach die Storypoints ein. Also das ist. Und der letzte Punkt sind die Statuskategorien. Was viele nicht wissen, ist, es gibt Statuskategorien in Jira, die tatsächlich auch was bedeuten und über die ich Auswertung fahren kann. Es gibt, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, momentan glaube ich Grau, Blau und Grün. Grau ist alles das, was initial ist, also die Anfangsstatus, in denen nicht gearbeitet wird. Die Statuskategorie To-Do heißt sie, glaube ich. Dann gibt es die Statuskategorie In Progress, das ist alles, was blau ist. Und wir haben die Statuskategorie Grün, alles das, was Done ist. Auch hier bin ich ein Freund, wenn wir die Informationen nicht miteinander vermischen. Also sobald wir einen blauen Status erreicht haben, bleibt es auch blau bis zu dem Zeitpunkt, wo wir grün werden.
also bis eine Lösung erarbeitet wurde und wir dann wirklich nicht mehr als Team daran arbeiten. Das sind für mich die Eckpunkte für Workflow-Design. Es gibt natürlich noch viele weitere Ausbaustufen und Gedanken, die man sich dazu machen kann. Wann baue ich, oder wie baue ich Workflows heutzutage mit der Funktionalität der Automations in der Cloud? Super tolles Feature, wo ich mehr oder weniger als Jira-Administrator, ich sage mal das böse Wort, den Workflow zur Verfügung stellen kann, möglichst abstrakt für viele Teams auf einmal. Und die Teams können sich selber ihre eigenen Automatisierungen obendrauf bauen, was eine super mächtige Waffe ist und insbesondere viele agile Teams nutzen, um zusätzliche Informationen in Slack-Channel, in Teams-Channel oder sonstiges auszugliedern. Demo. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier klappt. Ihr seht alle meinen Browser? Ja. Schön. Vielleicht vorab, gibt es Fragen? Traut sich jemand, die Hand zu heben, eine Frage zu stellen zu dem, was ich bereits gesagt habe? Es gibt schon die erste Frage im Chat vom Okay. Florian. Gibt es einen Richtwert, wie viele Status und Transitionen ein Workflow haben sollte? War die Frage. Das ist ein guter Punkt. Nein, gibt es nicht wirklich. Ich glaube, also was habe ich gemacht mit diesem 32-Status-Workflow, weil genau diese Frage wurde ich auch gestellt. Ist das ein guter Workflow, kann man das so machen? Und dann habe ich ein Kanban-Board gebaut mit 32 Spalten und habe das auf einem riesengroßen Beamer angezeigt und nichts war lesbar. Und dann habe ich gefragt, ist das ein guter Workflow? Und die Antwort war nein. Nein, es gibt da auch kein richtig und falsch. Und es gibt die Anforderung für sehr komplexe Workflows. Und das ist okay, solange man sich eben genau diese Fragen stellt, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen aufzuführen. Und insbesondere diese Workflow-Regeln. Ne? Gibt es eine Veränderung in der Verantwortlichkeit? Muss ich eine Benachrichtigung ausführen? Muss ich darüber reporten? Gibt es gegebenenfalls eine Einschränkung von dem vorherigen Status zu dem jetzigen Status? Also darf das nur eine gewisse Personengruppe machen? Muss ich gewisse Informationen abfragen? Und ist der zukünftige Status keine Wartehalde? Ja? Ich denke, das sind so die Grundprinzipien für den Workflow, die man sich fragen sollte. Und ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Dann würde ich mal weitermachen. Ich hatte gerade oder eingangs gesagt, es gibt so unterschiedliche Darstellungsformen von dem Workflow. Die von Atlassian mehr oder weniger präferierte Lösung ist ja eine Mischung aus Spinnennetz und EPK-Diagramm, also ereignisgesteuerte Prozessketten. Das heißt, wir haben einen Lesefluss von oben nach unten. Wenn wir uns das jetzt hier mal bauen mit Open in Progress Closed, dann haben wir mehr oder weniger einfach, ich mache jetzt hier mal Blödsinn, damit das ein bisschen schneller geht. Du sitzt an einem Mac. Genau, so, 2. So. Das heißt, wir haben hier einen Lesefluss von oben nach unten. Erster Status steht oben, letzter ist unten. Alle weiteren Prozessstatus, die sich hier mehr oder weniger in den idealtypischen Verlauf mit einbinden, also ne, idealtypischer Lauf ist von oben nach unten, sind zum Beispiel an der Seite zu platzieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben einen Status wie On Hold. Ja, das heißt, wir können jetzt hier auf diesen On Hold-Status gehen. So, dann würde man das so zeichnen. Ja, und es ist ganz klar, dass es sich hierbei, danke, um eben einen Ausreißer-Prozessschritt handelt. Dankeschön. Warum kann ich das nicht? Man weiß es nicht. Das ist die erste Darstellungsform.
Die zweite Darstellungsform wäre, wie ich eingangs schon gesagt hatte, so eine Business Process Management-like. Das heißt, der Lesefluss ist von links nach rechts. Ich verschiebe jetzt hier mal gerade ganz kurz ein paar Dinge. Das hat den Vorteil, dass die Lesart dieses Diagramms einem Kanban- oder Scrum-Board gleichkommt. Ja. Der Lesefluss ist also von links nach rechts. Der idealtypische Verlauf ist wieder in der Mitte und ich kann meine Prozess- oder zusätzliche Prozessschritte, die außerhalb stattfinden, oben und unten darstellen. Ich könnte zum Beispiel noch sagen, naja, alle Prozessschritte, die zurückgehen, finden unten statt. Also ich mache dann immer hier, gehe dann hier mal einen Schritt zurück. Darf ich das jetzt machen? Darf ich auch nicht machen. Zu viel rumgespielt in dem Workflow. Ja, und so. Und es gibt noch eine Mischung daraus, insbesondere wenn ich dann relativ komplexe Workflows habe und ich möchte Rückläufe besser sichtbar machen. Naja, dann mache ich so eine Mischung aus beiden. Viele nennen das auch den Wasserfall-Approach, dass ich sage, ich habe hier den Wasserfall, das ist eine Mischung von oben nach unten und von links nach rechts. Das Schöne ist, dass ich hier die Rückläufe schöner sichtbar machen kann. Ja, also ich gehe dann hier mal von dem unteren zum Anfang und wenn ich zurückgehe, gehe ich von hier oben dahin zurück zum Beispiel. Das ist das Blöde, wenn man zwischendrin einfach mal abspeichert. Das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich sage, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man Workflows baut. Ne? Die Art und Weise, wie wir Prozessdiagramme zeichnen. Jeder Mitarbeiter findet sich jetzt hier zurecht. Dann hatten wir eben gerade den Punkt, eben for Review, in Review. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in der Softwareentwicklungsabteilung und nach der Entwicklung, wir können auch in Development nehmen, kommt der Prozessschritt in Review. Dann hätten wir jetzt genau dieses Thema, wann ist ein Prozessschritt zu viel oder wie viele Prozessschritte sind zu viel. Ja, wir müssen uns das ja immer vorstellen, ne? Wir haben ja dann in Development, wir haben in Review, vielleicht haben wir noch einen expliziten Testschritt. Also haben wir 3 zusätzliche Status, in denen nichts passiert, aber wir müssen sie trotzdem anzeigen auf einem Kanban-Board, weil ich sonst die Karte nicht verschieben kann. Und alles nur, damit wir, sagen wir in Anführungsstrichen, eine Art Pull-Prinzip gewährleistet haben. Ja. Ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier, kriege ich das hin? Naja, dass wir in einem solchen Übergang, schiebe das nochmal, dafür sorgen, dass wir eine Post-Function ausführen, die das Standard-Issue-Feld Assignee auf Unassigned setzt. Ja, so kann der Entwickler, ohne sich darüber Gedanken zu machen, also typischerweise reden wir ja auch noch in der Softwareentwicklungsabteilung, ja, wir tun ja immer so, als würde man nicht reden, aber der kann mehr oder weniger, sobald er fertig ist, seine Aufgabe in Review packen. Wir können das sogar automatisieren. Ja. Wir haben ja jetzt mit Jira Automation in der Cloud die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn da irgendwo ein Commit kommt oder ein Pull-Request erstellt wird, von dem Entwickler in der IDE heraus, dann führe bitte automatisch den Prozessschritt in Progress zu in Review durch. Ja? Und dann haben wir quasi in dem Status in Review die Aufgabe, die Story, mit dem entsprechenden Pull-Request für den Reviewer. Die Aufgabe selber ist nicht assigned. Das heißt, ich kann ans Board gehen, schnapp mir die Aufgabe, dass ich sage, ich assign mir das. Also ich gehe entweder ins Ticket, drücke die Taste I für Assign to me, super kurz. Oder ich drücke, wenn ich auf dem Kanban-Board bin, den Punkt als Shortcut und assign mir das. Und schon habe ich das Pull-Prinzip wiederhergestellt. Und ich habe insbesondere 3 Transitionen mir gespart, 3 Status mir gespart. Ein weiterer Punkt ist die Benamsung der Workflow-Status. Vielleicht fällt das ein bisschen auf. In Workflow-Status, bei denen nicht gearbeitet wird, die haben ein Wort, Open, Closed. On Hold ist ein kleiner Ausreißer, bitte verzeiht mir das. Und wo gearbeitet wird, ist immer in. Also in Progress, in Review, in Test, in whatever. In Refinement, in Planning, in Sonstiges. Und
weiterer Punkt, was die Status angeht, ist einfach, global und wiederverwendbar. UA-Test kann man drüber streiten. Early Integration, ICT, ist tatsächlich ein Status, den ich irgendwo so gesehen habe. Ich hatte zweite Demo-Workflow habe ich irgendwann mal gelöscht mit ganz, ganz vielen Workflow-Status, die super wild waren. Das ist wirklich die Frage, ob man das braucht. Ja? Denn sehr häufig bilden wir auch in Softwareentwicklungsabteilungen oder in IT-Abteilungen, die beiden Spezies, alle Prozessschritte ab, anstatt Subtasks zu nutzen, anstatt Checklisten zu nutzen. Also Subtasks kann ich für einzelne Aufgaben verwenden, Subtasks kann ich für Akzeptanzkriterien verwenden, für Pseudo-Checklisten, ich kann mir Checklist-Apps bauen und jetzt brauche ich nicht unbedingt, kann auch einen übergeordneten Teststatus bauen, denn das Ergebnis am Ende ist, hat der Test funktioniert? Ja oder nein? Beides ist mehr oder weniger closed oder ich gehe zurück in den Status in Progress, irgendwas hat nicht funktioniert. Also die Information, dass etwas funktioniert hat, steht entweder in der Resolution und in den entsprechenden verlinkten Tickets oder im Ticket. Oder es hat nicht funktioniert, ja, dann gehen wir zurück in die Softwareentwicklung. Aber dann brauche ich nicht 5 Status, die mir dann beschreiben, dass wir User Acceptance Tests machen und dann machen wir auch noch einen Integration Test und hier noch was und da noch was. Und der letzte Punkt, ich hatte ihn auch angesprochen, sind so Status wie done, archived oder deprecated, sehr häufig auch benutzt, zum Beispiel im Testmanagement. Wir archivieren einen Test, der wird nicht mehr benötigt, der Test ist deprecated. Warum so viele Endstatus haben, das ist meines Erachtens nach völlig unnötig. Der Zustand des Tickets ist geschlossen und die Information, was mit dem Ticket passiert ist, steht in der Resolution. Und deswegen plädiere ich immer dafür, den Status Closed zu benutzen. Blick auf die Uhr. Ich habe noch 7 Minuten. Ne? Ein Punkt, den wir auch sehr häufig immer mal wieder sehen, ist oder sind Loops. Das heißt, ich setze auf einem Status eine Transition. This operation is not, das sollte mal ein Status. So, wo ich dann gewisse Dinge tue. Das können Approval-Schritte sein, wo ich dann versuche, über Conditions und Validators und Screens nochmal zusätzliche Informationen anzuzeigen oder zu erfassen. Das können Estimation-Punkte sein, das können Systemchecks sein. Ich habe bei einem Kunden gearbeitet, wo die User-Story an eine externe Applikation geschickt wurde, um zu schauen, ob diese User-Story gut geschrieben ist. Also ich als Benutzer möchte das. Fand ich besonders spannend, dass man das überprüfen möchte. Ich kenne es aus dem klassischen Anforderungsmanagement, dass man schaut, sind die Anforderungen gut beschrieben. Da hat man es auch mit User Stories gemacht. Und da könnte man jetzt zum Beispiel so ein externes System mit triggern. Ja. Besonders spannend wird es dann, wenn ich die gleiche Transition auch nochmal im Review haben möchte. Dann muss ich nicht alles nochmal bauen. Muss ich das? Fragezeichen. Nein, muss ich nicht. Es gibt in Jira, kennen die wenigsten, ein zusätzliches Konstrukt. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Aber wir können eine Transition hinzufügen, die mehr oder weniger auf sich selber guckt. Und zwar können wir sagen, from any status to itself. Und wir nennen die jetzt mal Loop of Loop. Und jetzt haben wir eine globale Loop-Transition auf sich selber, die in jedem Status zur Verfügung steht. Habe ich jetzt Workflow-Add-ons, kleine Werbung wie Cloud Workflows von Polymetis oder in Scriptrunner oder sonstiges zur Verfügung, kann ich das jetzt noch eingrenzen und sagen, naja, diese Transition steht jetzt nicht in Open und in Close zur Verfügung, aber auf jeden Fall in Progress und in Review. Und wenn wir jetzt auch noch weitere Status mit dazu nehmen, dann habe ich überall die gleiche Transition und kann so externe Systeme zum Beispiel triggern oder Informationen hinzufügen. Ein weiterer Trick oder ein weiteres gutes Workflow-Design hat selber nicht wirklich was mit dem Workflow zu tun, sondern mit Screens. Ich persönlich finde es immer super schwierig, Screens zu finden.
die irgendwo im System rumschlummern. Deswegen habe ich mir angewöhnt, alle Workflow-Screens besonders zu kennzeichnen, nämlich immer mit einem +WF, was dazu führt, dass sie immer oben angezeigt werden. Und wenn ich dann auch noch mit hinzufüge, was auf dem Screen vorhanden ist, ist natürlich jetzt bei 2 bis 3 Feldern wird es schon kritisch, aber vielleicht kann ich dann auch die Funktion mehr oder weniger beschreiben. Also wenn es ein Approval Screen ist, dann würde man einfach Approval Screen hinschreiben. Wenn da jetzt natürlich so eine Latte an Feldern mit dabei ist, dann wäre das jetzt auch Quatsch. Aber so mache ich mir das Leben schon mal deutlich einfacher, indem ich sage +WF minus Comment, das ist also ein leerer Screen, +WF minus Assignee, +WF minus Resolution. Dann mache ich das mir und meinen Kollegen deutlich einfacher, dazu zeigen, dass es sich erstens um einen Workflow-Screen handelt und das ist hier immer hier oben. Ne? Und wir sehen auch hier diese ganzen Bezeichnungen, die Atlassian mitbringt. Das ist auch nochmal ein kompletter Talk über, wie sollte man Issue-Types benennen und Workflows und Screens und Custom Fields. Das wäre jetzt zu viel. Genau. Das vielleicht auch nochmal als kleiner Tipp. Das wär's.